Guten Morgen, Freunde vom Ring. Ich habe heute hier am Nürburgring übernachtet. War auch mal eine tolle Erfahrung. Denn wir haben ja gestern hier eine Tour hingemacht. Und heute ist hier das Grip Cars & Coffee. Und da wird mein R8 foliert. Deswegen musste ich den auch gestern schon hier hinbringen. Weil der musste schon aufgebockt werden, ein bisschen auseinandergenommen werden. Und jetzt geht das Event los. Klaus sitzt schon im GT3. Wir fahren jetzt Richtung Ring. Wir haben es ja nicht weit, nur ein paar Meter. Es wird gar nicht so lange gequatscht. Ich steige jetzt ins Auto ein. Zum Klaus. Und dann geht's los. Ich bin gespannt. Wird ein Riesen-Event. Ja, da sind wir easy reingekommen, wa? Ja, wir sind auch noch sehr früh. Es ist gerade noch 9 Uhr und die Leute kommen bestimmt alle erst später. Boah, ist die Scheibe dreckig. Ja, verdammt. Das Auto ist dreckig. Ich glaube, wir haben das dreckigste Auto. Wir sind ja auch ein bisschen damit gefahren, ne? Ja, genau. Wir nutzen das ja auch. Das ist kein Show-Auto. Ja. Morgen. Morgen. Einmal den Aufkleber. Danke. Und die Tonbeutel für Sie. Ja, super. Danke. Ja, bitte. Können wir auch nicht tun. Wir parken erstmal hier, oder? Ja. Dann gehen wir mal zu unserer Box. Weil da ist ja heute so ein bisschen was los. Genau. Ich bin mal gespannt, ob die schon angefangen haben mit der Folierung. Morgen. Hallo. Da geht's schon los. Moin. Hallo. Da kommt ein wichtiger Moment. Ja, oh Mann. Da ist schon fast die Motorhaube fertig, so schnell geht das. Und das Coole ist ja, die Jungs, die wollen wirklich das Auto heute an einem Tag fertig bekommen. Und sowas dauert ja sonst mehrere Tage. Aber die arbeiten hier wirklich unter Volldampf mit mehreren Leuten heute hier dran. Und ja, so wie sie es mir gesagt haben, kann ich das Auto dann auch später wieder mit nach Hause nehmen. Ich bin mal gespannt, ob sie es schaffen. Aber man kann sich jetzt schon so einiges darunter vorstellen, wenn man sich jetzt hier nur mal die Motorhaube so ansieht. Und ich bin echt super gespannt, wie der dann ist, wenn er fertig ist. Weil der bekommt ja noch den schwarzen RWS-Streifen dann über die Haube, dass der dann auch wirklich als RWS zu erkennen ist. Und ja, gucken wir später mal vorbei. Wir gehen jetzt mal so rum und suchen mal ein paar Leute, die man sonst noch so kennt. Ich habe auch gleich direkt einen Freund hier von mir entdeckt, und zwar den Jeff mit seinen 2 Porsche. Der hat einmal das GT3 Facelift und da hat er mir ein paar Bilder schon vorher von geschickt. Der wurde jetzt auch ein bisschen foliert hier mit den Streifen und so. Richtig, richtig schön. Alles in Rot, so wie es sich gehört. Hier das Interieur auch sehr, sehr schön. So, und was aber vielleicht noch ein bisschen interessanter ist, ist hier einmal hier vorne. Das ist ein 997 GT Street R. Und das Teil sieht richtig wuchtig aus. Guckt euch das mal an. Komplett umgebaut von Tech Art. Schauen wir mal rein. Auch schön hier mit so Stepprauten, oder wie sagt man? Rautennähten. Der ist echt komplett umgebaut von innen. Also, oh, der hat sogar hinten Sitze. Ja, mein Auto noch. Das Kenne ich ja auch so noch nicht. Für die Kinder dann. Sehr cool. Wie viel PS hat der? Der hat 650 PS. Also ursprünglich war das ein Porsche Turbo S mit also Baujahr 2008. Und, also Porsche Turbo S ist normal und du hast ihn komplett bei Tech Art umbauen lassen. Ja, richtig. Da muss man sagen, es gibt nur einer von 100. Ne? Das ist einer von 100. In dieser speziellen Farbe gibt es anscheinend nur 6 Stück. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Cool. Coole Autos, hast du guten Geschmack. Ja, danke. So, ich guck mal weiter. Jetzt sind wir schon wieder fast an Box 15, weit sind wir nicht gekommen, aber
Hier hat was so mega stark geglänzt da hinten. So dass, so, weißt du, das, wenn man da so in die Sonne guckt, ne, dann... Irgendwo erkenne ich die doch hier. Weil es ist ja schon ein bisschen fies, die Farbe, ne? Aber deine Sonnenbrille passt ja fast zu deinem Auto. Die ist auch so bunt. Hallo, den kennen wir doch. Alles gut? Ja, und selbst? Ich habe deinen Wagen schon begutachtet. Ja, und? Was sagst du? Die Haube ist ja zumindest schon mal mintgrün. Ja, es ist so schlimm. Es ist so schlimm, in der Sonne neben deinen Autos zu stehen, ne? Weil immer irgendwo so ein Lichtstrahl herkommt. Sonnenbrille. Habe ich dummerweise vergessen. Nein. Ja. Du verkaufst doch sicherlich welche. Nein, leider nein. Ja, cool. Ja, wir machen ja heute so ein kleines Meet and Greet in der Box 15 da. Und dann gucken wir mal, wer da alles so vorbeikommt. Ja, nicht das? Bisschen, ja. So, zwischendurch muss ich noch mal gucken, was der R8 macht, wie weit die da schon sind. Ich will das Ganze ja so ein bisschen verfolgen. So, also die Jungs haben jetzt mit dem Dach angefangen. Motorhaube sieht schon fertig aus, ne? Motorhaube ist fertig? Jo, sauber. Ach, sie kenne ich doch auch hier. Das ist die hübsche Dame, die auch komplett fast allein den GT3 foliert hat. Die hat's echt drauf. So Leute, und ich bin jetzt gerade hier kurz in der Box bei Tip Exclusive. Und wer den Wagen hier noch nicht kennt, der sollte vielleicht nur mal eben kurz ein paar Monaco-Videos googeln. Da hat der Tim auf jeden Fall ordentlich Remi-Demi gemacht. Und den hören wir uns jetzt auch noch mal kurz hier an, den Wagen. Lautheitsskala 1 bis 10. 15. So, wir haben 12 Uhr und wir haben ja so ein bisschen angekündigt, dass wir jetzt hier so ein kleines Meet and Greet machen. Wir warten nur auf den Olli, der mal wieder zu spät kommt. Wieder mal zu spät. Wieder mal. Gott, der kriegt wieder Ärger. Wenn man vom Teufel spricht, ja. Und, Ja, genau. klasse. Wir gucken mal vielleicht, ob da so ein, zwei Leute kommen, was wir sagen. Ja. Vielleicht. Ja, was sagst du denn so? Hier, Folie. Die ist heller als deine auf dem GT3, ne? Nein, dieselbe. Der sieht nur jetzt im Licht so aus. Ja, die wird auch Ja. Obwohl, kann sein, weil die vom GT3 natürlich jetzt schon ein bisschen dreckiger ist. Das ist ja die Autonächte. Da frisst sich natürlich der Dreck so ein bisschen rein jetzt. So sieht's aus. Ja, ich bin Also mal sauber gespannt. sieht es also so aus, okay. Sauber sieht er so aus. Wird der gut stehen? Ich denke, es wird gut stehen. Ja, ich denke auch. Hier ist es hier. Ich glaube, ja. Wir setzen sie auf die Ersatzbank. Autoquote. Muss ja werden. Genau. Die Ersatzbank, Strafbank hier kurz frei, da kann man hinsetzen, wo man gut ist. Genau, Kuchen gibt's auch. Sonst musst du 2 Stunden anstehen für Essen. Haben wir gerade schon probiert. Dem kannst du es komplett vergessen. Ja. Das ist reine Katastrophe. Ich glaube, der Olli, der muss gleich was kochen hier. Ah ne, Klaus. Klaus ist dafür verantwortlich. Klaus kocht. Wer ist der beste Koch hier? Ich kann nicht kochen. Klaus. Ja, Klaus kann sehr gut kochen. Klaus kann angeblich Ja. echt kochen. Ja. Ich hab's noch nie gehört. Klaus ist der beste Koch hier. You see the SUV rolling up next to me. Das ist so schlimm, ne? So, YouTuber immer mit einer Kamera so in der Hand. Ne? Ja, ist aber, ne? Wir sind gerade am Besprechen, dass Klaus sich auch einen YouTube- und Instagram-Kanal machen sollte. Ja. Weil der Klaus, der hat auch so viele verborgene Talente. Ja, es gibt einmal was zum Kochen, dann Adobe Tutorials und die neueste Jogging Mode Fashion. Und Flipflops. Flipflops gibt's auch. Oh, das Bild von gestern musst du gleich mal Olli zeigen. Ja, ey, wo war das? Bei der Kartbahn, da gab's Flipflop-Verbot. Das ist kein Witz. Bin ich direkt wieder rausgegangen. Ich glaube, das Foto wurde für dich gemacht. War barfuß. Olli, jetzt müsstest eigentlich noch du deine Kamera so halten, dann habe ich die geilen Shots von euch. So. Aber so sieht das aus. Ganz im Hintergrund. Da Kamera, da Kamera. Ein Mensch mit Kamera in der Hand, was ist denn hier los? Die Leute gucken uns schon an, als ob wir total bescheuert sind. Da sind wir auch ein bisschen. Ihr macht einfach mal sporadisch mit, ne? Ihr seid doch. Das Auto. Das sind auch Vögel hier.
es wird heute noch was werden. Heck ist schon, wird gerade beklebt. Front wird gerade gemacht. Und die Tür ist auch schon fertig. Die Jungs, die hauen jetzt schon ab. Wir müssen ja leider noch ein bisschen hier bleiben und auf das Auto warten. Das kann noch ein bisschen dauern. Aber wir ja, können ja hier sitzen. Genau. Ist da nicht ganz so schlimm. Wir können sitzen, hey. Toll. Währenddessen mal wieder hier beim Foliencenter. Und man sieht, jetzt sind hier echt 4 Leute, oder ich glaube sogar vorne sitzen auch noch ein paar. Ne, 5, wenn nicht sogar 6 Leute jetzt hier zugange. Und die machen jetzt echt schnell, so schnell wie sie können. So, der letzte Feinschliff ist gerade zugange. Hier kommt jetzt der RWS-Streifen auf die Haube, so wie es sich gehört, damit er auch so als solches zu erkennen ist, muss ja auch sein. Und ey, die Jungs waren echt, Jungs und Mädels, sorry, die waren echt super, super schnell. Normalerweise dauert so eine Folierung 5 Tage. Die haben das heute an einem Tag gemacht, waren aber auch hier zu. Wie viele Leute waren da? 6, 7 Leute waren jetzt hier an dem Auto zugange, also richtig krass, aber sieht echt schon super aus. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch so die Tür hier und dann haben wir es fast. Ein paar Stunden später, das Auto ist so gut wie fertig. Es sieht auf jeden Fall schon mal nach was aus. Hier nebenan auch nicht schlecht, Aventador SV. Kriegst du es hin? Ja. Das sieht doch gut aus. Das Auto sieht auch super aus. Wir nehmen den jetzt mit. Hoffen wir, dass der Regen jetzt aufhört, weil wir müssen ja auch noch mit dem GT3 fahren. Der hat ja noch ein wenig nichts drauf. Das ist nicht immer so schön bei Regen. So, der allerletzte Schliff. Dann ist es vollbracht. So, und hier in dem Fall auch wieder keine Sorgen, Leute. Das ist alles abgeklebt, hier wird nicht auf den Lack geschnitten. So, wir fahren jetzt mal eben raus und machen ein paar schöne Bilder neben dem GT3, weil jetzt regnet es gerade nicht mehr. So, liebe Leute, es war ein langer Tag, aber es hat sich gelohnt. Das Auto ist endlich fertig und es sieht so super aus. Ich hätte es nicht erwartet, dass die Farbe am R8 auch so geil aussieht. Guckt euch das einfach mal an. Beide Autos nebeneinander. Brutal. Wir machen uns jetzt wieder auf dem Heimweg. Es war ein super Tag beim Grip Cars und Coffee am Nürburgring mit Creative Klaus, mit Olli, mit dem Franz Simon und mit allen anderen, die dabei waren. Vielen Dank an das Foliencenter, die mal wieder, wie immer, das Auto so super foliert haben. Die machen echt gute Arbeit und wie gesagt, die haben das Auto an einem einzigen Tag jetzt foliert innerhalb ein paar Stunden und es sieht einfach nur mega aus. Wir verabschieden uns von hier, wir fahren jetzt nach Hause, wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Auto muss auch noch getankt werden und es ist schon echt spät, wir sind müde, wir sind hungrig. Schlechte Kombination, deswegen ich sag mal tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und subscriben, liken, teilen, wie ein Franz. ja genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.